So, hallo miteinander again, und zwar gehe ich heute auf das Thema Sperren ein. Da habe ich nämlich gerade ein Thema, also quasi Dezember bin ich ja nach Tunesien, und vor Tunesien hatte ich dann Probleme beim Check mit der Hinterachse. Die Sperre ging nicht mehr rein. Dann habe ich quasi den Sperrenzylinder hinten abgenommen und habe quasi den internen Zylinder quasi nach Richtung Differential quasi geschoben, damit die Krone, also ich zeige euch mal, wie das so aussieht, das Prinzip, dass man es versteht. Also, hier in der Achse ist ja quasi das Teil hier. Da ist so ein Hebel drin. Man sieht es, glaube ich. Ich hoffe es. Auf jeden Fall dieser Hebel, der ist hier in diesem Rohr, in diesem Achsrohr, ist quasi so eine Hülse. Die kommt hier raus. Ich zeige euch die jetzt mal. Das ist quasi die hier. Da dieses Loch hier quasi, was man hier sieht, da geht quasi dieser Zylinder, den ich gerade euch gezeigt habe, rein. Hier vorne sitzt dann quasi das hier. Das ist quasi die Krone, und diese Krone, die fährt dann quasi, wenn ich vorne auf den Knopf drücke, über dieses Loch hier, ist dann eingehängt quasi der hydraulische Zylinder. Und wenn ich vorne die Sperre betätige, wird erstmal mit Unterdruck quasi so ein Umsetzer aktiviert, der das dann auf hydraulisch übersetzt, und dann fällt das Teil dann hier rein, und dann ist die hintere Sperre quasi aktiviert. Ist das ja eingerastet. Ich mache mal hier das weg, und dann ist es so, weil hier ist ein Vielzahn. Dieser Vielzahn ist dann quasi fix, und dann ist die hintere Sperre komplett, quasi, weil hier sind ja auch diese Vielzähne, man sieht sie, und da, und da ist quasi die rechte Steckachse und die linke Steckachse miteinander verbunden. So einfach. Also das ist nur ganz simpel erklärt, dieses System. So. Und bei mir hat das ja nicht funktioniert. Also quasi die hintere, das kann ich ja auch zeigen, warum es nicht funktioniert hat. Und zwar, das ist quasi die nicht funktionierende Sperrenkrone. Also wenn man sie so anschaut, sieht die eigentlich ganz unauffällig aus, finde ich. Also hier an den Seiten hat man so ein bisschen ein Thema vielleicht, aber jetzt nicht so dramatisch. Und wenn man sieht, die geht nicht rein. Die geht nicht rein, also die kommt nicht drüber. Und ja, was habe ich dann festgestellt? Die Zähne haben sich nach außen gebogen. Wie das geht, weiß ich nicht, aber hier sieht man vielleicht, kriegt man es scharf, sieht man es, ich weiß nicht, dass hier so entlang der Zähne so Risse und Wellen, also spürbare Wellen sind entstanden. Wie auch immer, das habe ich so jetzt tatsächlich noch nie gesehen. Normalerweise reißen die ab und keine Ahnung was, dann ist die Seite hier in der Regel auch kaputt und du hast Pech gehabt. Das Teil kostet, glaube ich, 1000 Euro oder sowas. Wie auch immer. Bei mir ist es nicht so. Ich habe Glück gehabt. Bei mir ist tatsächlich nur dieses Teilchen hier kaputt, wo ich tatsächlich froh drum bin. Weil das Geld kann ich woanders reinstecken in dem Fahrzeug. Und das irgendwann mal vielleicht tauschen. Ich will jetzt tatsächlich auf ein Thema gehen. Und zwar, ich bin ja dann trotzdem nach Tunesien gefahren, ohne hintere Sperre, und bin dann in den Dünen unterwegs gewesen und hatte ja nicht wirklich Probleme. Also zweimal, glaube ich, habe ich ein Thema gehabt.
Was habe ich gemacht, dass wir überhaupt überall langfahren konnten? Und zwar habe ich quasi Folgendes gemacht. Ich habe die Sperrenbetätigung, also quasi wenn ich im Fahrzeug auf den Knopf, also man muss dazu noch ein bisschen ausholen. Bei der G-Klasse ist es ja so, man sieht ja die Reihenfolge 1, 2, 3. Sprich, erst wird die mittlere Sperre aktiviert. Dann kann man die hintere Sperre aktivieren und als letztes kann man die vordere Sperre aktivieren. So ist es vom System gedacht und anders geht es auch nicht. Also sprich, ich habe dann quasi nur die mittlere Sperre und dann habe ich mir gedacht, die mittlere Sperre, die wird wahrscheinlich in 99% oder 95% reichen. Aber es wäre schön, wenn man vielleicht die vordere Sperre, weil die ist ja noch in Ordnung, wenn man die noch aktivieren könnte. Das geht intern nicht, weil das wirklich das Steuergerät sagt, erst Mitte, dann hinten, dann vorne. Ich kann nicht Mitte, vorne, das geht nicht. Das ist nicht gewollt. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, I don't know. Ich weiß es nicht. Spielt auch keine Rolle. Also habe ich dann quasi Folgendes gemacht. Ich habe das hier vorne einfach umgesteckt. Also ich habe quasi die Schläuche, also das ist quasi hier diese Schläuche, wenn man die hier nimmt, also die gebogenen hier, wenn man die einfach tauscht, quasi von der hinteren den Schlauch auf die vordere Achse quasi routet, also das Unterdrucksystem, dann hast du das Thema tatsächlich quasi erledigt und das ist eine ganz coole Geschichte. Das kann dir auch, wenn du mal irgendwo unterwegs bist und deine hintere Sperre nicht mehr reingeht und du aber Sperren brauchst, weil das Gelände halt einfach so ist, dass du Sperren benötigst, dann ist das tatsächlich deine Lösung. Damit kannst du es tatsächlich ganz cool lösen. Ich habe es tatsächlich immer wieder gebraucht und bin happy, dass ich das so hingekriegt habe. Jetzt zum Thema zurück tatsächlich. Ich bin dabei, quasi das Ganze hier wieder alles instand zu setzen. Ich habe das tatsächlich schon leider vorher zerlegt und bin dann erst über Instagram dann beim Story machen drauf gekommen, ich könnte eigentlich ein Video drüber machen. Ich habe das noch nie gemacht, also das erste Mal. Und ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine Raketenwissenschaft ist und wir kriegen das schon hin. So, dann geht es jetzt hier mal weiter mit dem Differential. Jetzt muss ich erstmal hier so zwei Sachen zusammentun, und zwar einmal das hier und das gehört so zusammen quasi. Das wird quasi so einfach besser zusammengeschoben. Dann gehen wir mal unter das Auto. Achso, das ist übrigens ein Spezialwerkzeug. Damit geht das alles etwas einfacher. Habe ich festgestellt. So. Das Teil hier, das Loch muss nach vorne gucken, weil das Loch muss quasi hier auf diesen Bolzen quasi hier an dem Geberzylinder oder Nehmerzylinder, keine Ahnung, ich bin da ja kein Experte drin. Ich verwechsel das immer. Und ich lese ja nichts, also von dem her, so, alright, also dann muss das hier quasi so eingefädelt werden. So, das quasi jetzt hier, seht ihr das, glaube ich, ganz gut, dass hier drin jetzt quasi diese Sperrenkralle ist. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann sehen wir hier ist quasi das Loch. Und ich ziehe mal hier, das geht einfacher, da sieht man jetzt hier quasi, man sieht das Loch. Das wandert da in den Schlitz. Und jetzt mal von hier. So, die Sperrenkralle sitzt da drin. Hier
hydraulische Zylinder drückt dann quasi die Kralle raus und dann hakt die quasi im Differential ein und dann ist die Hinterachse gesperrt. Und wenn du es wieder rausmachst, sieht es so aus quasi. Das ist quasi der Weg, den die Sperre vor und zurück macht. Das ist der Idealfall. Bei mir ist sie bloß noch so rausgefahren, weil die Zähne ja krumm sind. Warum auch immer, das muss man mal schauen, wie das reproduzierbar oder rausfindbar ist, wie so ein Schaden entstehen kann. Wie auch immer, der Rest sieht alles gut aus. Also, da ich jetzt quasi keinen weiteren Schaden festgestellt habe, außer quasi hier die hier. Und ich habe die jetzt ausgetauscht und ich mache alles auf dem Boden, sehr angenehm. Und hier habe ich quasi das Ganze ein bisschen beschliffen, damit diese Grate, die dran waren, die sind jetzt weg. Das sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Die greift hier jetzt auch, weil man sieht hier an der Seite, man hatte ja richtig noch 90 Grad. Das sind nur diese Ecken hier, die quasi so ein bisschen lediert sind, weil die nur hier anfangen, also quasi diese Sperrenkralle hier, die, oder ich weiß nicht, ob es so heißt, wie auch immer, man sieht ja, die ist nur noch so angesetzt gewesen, also quasi bloß noch hier ein Aussaat, und die ist immer so drüber gerutscht, weil die ist nicht mehr reinmachbar gewesen. Ja, wie auch immer, das Teil haben wir jetzt habe ich rausgeschmissen, habe ein neues Teil. Ich hatte ja auch vor, das Teil zu tauschen, aber das sieht, also mit dem verglichen und mit dem verglichen, also ganz ehrlich, mache ich mir weniger Arbeit, weil meine Überlegung ist ja, wenn ich jetzt nichts verändere, dann stimmt das Flankenspiel. Also muss ich nichts am Flankenspiel verstellen, aber sprich, ich baue das genauso wieder ein, wie ich es rausgezogen habe. Dann haben sich die Werte ja nicht verändert, hätte ich jetzt gedacht. Wenn dem nicht so ist, könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben. Würde mich ja echt interessieren, vielleicht weiß das der eine oder andere. Ich glaube es ja nicht, dass man dann irgendwas einstellen muss. Ich lasse es einfach so, wie es ist, weil es davor hat es ja perfekt funktioniert. Also von dem her lasse ich das jetzt einfach so und baue das jetzt alles einfach wieder ein. Die Schrauben später ist quasi die letzte Schraube jetzt noch. Mit einer Hand die GoPro, mit der Hand da. So, da ist das Kardangelenk weg. Jetzt kann man das hier ganz geschmeidig drehen. Fühlt sich auch super an. Also von dem her denke ich, das ist alles eine simple, einfache Nummer, das wieder zusammenzubauen. Yeah, yeah. So, und jetzt Trick 17, hier Fett drauf machen.
ringsrum. So, wenn da Fett dran ist, dann klebt es da schön dran und bleibt auf Position und fällt mir nicht raus mit der Schräglage. Ja, den Trick hat mir mal irgendjemand gezeigt, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, aber das war Trick 17 auf jeden Fall. Schraubertrick 17. Einfach Fett drauf machen. Vielleicht sieht man es ja, ich habe gerade echt ein bisschen schwitzen müssen, bis ich das Ding da auf dem Bauch unterm Auto reingezimmert bekommen habe. Jetzt ist es drin. So, also ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das unten noch nicht fest. Ich stecke jetzt erstmal die Steckachsen rein. Also quasi rechts und links einfach mal durchstecken und dann mit dem Drehmoment anziehen, mit dem man es anziehen soll. Weil das ist ein Vielzahn, da reinzukommen, braucht man vielleicht ein bisschen Spiel. Ich weiß nicht, ob das gegeben ist, wenn man es anknallt. Ich weiß aber auch nicht, ob man es so rum machen soll. Das ist nur mein Gefühl gerade. So. Hier quasi Sperre drin. Das sieht man. Die ist jetzt auf Position. Und dann drehe ich. Und dreht sich da drüben, sieht man so ein bisschen die Löcher vielleicht. Also von mir aus sieht man es, dass sich das mitdreht. Und Sperre raus. Sperre raus. Das dreht sich in entgegengesetzte Richtung. Und das Teil dreht gar nicht mit jetzt, weil das der Ausgleich ist. So, die Seite ist fertig, das sieht tipptopp aus. Da kann ich jetzt gleich mal schön die Bremsscheiben hier
Ja, das passt. So, dann ist das hier erledigt. Das sieht doch tipptopp aus, würde ich sagen. Wie neu. So, alright. Das ist fertig, dann wechseln wir auf die andere Seite. So, das war's. Puh. Also, jetzt sind die hier wieder drauf. Jetzt muss ich verkabeln, ABS-Sensor wieder zusammenlöten auf beiden Seiten. Dann muss quasi das Gehäuse vom Diff muss wieder drauf gemacht werden. Dann muss die Sperre noch eingestellt werden. Und ja, dann bin ich fertig. Das war jetzt echt eine Tortur. Also es ist echt. Also da muss man immer wieder sagen, die Leute, die das täglich machen, Hut ab vor denen, ganz ehrlich, weil das ist ein Knochenjob.
So, da es jetzt ein bisschen spät ist und ich jetzt nicht den Motor starten möchte, arbeite ich mit der Vakuumpumpe hier. So, und da mache ich quasi so einen Adapter drauf. Und dann geht's hier quasi, hier sind die ganzen Sperren quasi vom Fahrzeug. Super, super interessantes System. Ich verstehe es immer noch nicht, warum es so gelöst worden ist, aber das habe ich schon so oft zerlegen müssen und machen müssen. So, das müsste die hintere sein. Die habe ich nämlich umgesteckt gehabt. Die kommt von da drüben. Also gehe ich jetzt quasi auf das Schlächle. So. Gehe dann hier drauf. Den Unterdruckschlauch hier. So. Und jetzt kann ich hier quasi so. Pumpen. So. So. So, jetzt müsste sie auf jeden Fall, müsste der jetzt umgesetzt haben. Weil gehen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lasse ich vorne. Lass noch mal gucken, ob die Sperre drin ist, weil ich sehe es. Ja, die Sperre ist drin. So, und wenn jetzt also Sperre ist drin. Gut, dann kann ich jetzt gucken, ob jetzt kann ich hier Druck ablassen. Also Unterdruck ablassen. So, jetzt ist da kein Unterdruck mehr drauf. Jetzt gucken, ob die Sperre immer noch drin ist. So, drehen wir. Nein, Sperre ist nicht drin. Dann sind wir von der Einstellung perfekt. Jetzt testen wir nochmal. Oh Gott. Und diesmal mit ein bisschen weniger. Und 5. Sowas. So, das müsste reichen. Das müsste jetzt reichen, um die Sperre zu aktivieren. Gucken wir mal. Ja. Jetzt ist perfekt. Das Sperrenthema ist erledigt. Die Sperre hinten ist jetzt eingestellt. Perfekt eingestellt. Die taucht jetzt definitiv bis zum Anschlag ein, so wie es sein soll. Und ja, jetzt muss ich bloß noch die Kardanwelle und dann dann die Räder drauf und dann durch. Es ist jetzt 1 Uhr morgens schon mittlerweile. Oh Gott, schon wieder. Da runter.
So, jetzt leer. Kardanwelle ist jetzt auch dran. So. Die ist jetzt auch wieder angeflanscht. Ist alles wieder dort, wo es sein soll. Alle Kabel sind dran. Ich muss jetzt halt noch schön irgendwie da noch hinmachen. Aber jetzt ist alles wieder so, wie es sein soll. Sprich, meine hintere Sperre funktioniert wieder. Und ich bin happy. Jetzt muss ich hier noch aufräumen. Bisschen sauber machen. Aber erstmal auf die Räder bringen, das Teil. Oh, was geht ab? Ey. Ich bin echt fix und fertig. Wichtig ist, dass die Achse mal in die Richtung gekippt wird und in die andere Richtung gekippt wird, damit quasi das Achsöl quasi zum Lager außen kommt. Wenn da nämlich keine Schmierung stattfindet, dann fährst du los und das Lager ist dann am Arsch. Dann kannst du es gleich in die Tonne treten. Ja, das war's jetzt letzten Endes. Ich muss jetzt bloß noch hier vorne richtig umstecken. Dann ist leider der Stecker hinten, der ist mir abgerissen. Da habe ich vorhin wohl nicht aufgepasst. Der war fest. Und wo habe ich denn jetzt den hin? Ja, da. Der war vorhin fest. Und beim Hochmachen hat sie Kabel rausgezogen. Der ist jetzt am Arsch. Egal, ja, passiert halt, wenn man nicht aufpasst. Das ist jetzt aber auch kein Problem. Ich brauche jetzt halt einfach so ein Teil und dann stecken wir da alles noch um. Jetzt muss ich noch mit dem Drehmomentschlüssel die hinteren Reifen noch festmachen. Und dann mache ich morgen einen Test. Aber das passt alles. Ich habe das ja hier jetzt trocken getestet. Das passt jetzt definitiv. Also es ist eine erfolgreiche Geschichte. Was kann ich dazu sagen? Also je nachdem, was kaputt ist, kann man es, denke ich, selber machen. Ich denke, wenn man Flankenspiel einstellen muss und das noch nie gemacht hat, dann wird es tatsächlich tricky. Glaube ich. Da ich noch nie ein Flankenspiel bei irgendwas eingestellt habe, kann ich das tatsächlich schwer sagen. Und dann kommt noch dazu, dass du zig Reibwerte und alle möglichen Werte haben musst für die verschiedensten Teile. Also von dem her sage ich, das ist eher eine Arbeit für einen Profi und nicht für einen Laien. Also bei mir, ich hatte ja jetzt Glück, dass quasi an diesem Korb quasi, wo die andere Verzahnung ist, dass die halt in Ordnung war und intakt. Wäre das nicht gewesen, wäre jetzt quasi die Aufgabe gewesen, die Sachen jemandem zu übergeben, der das halt hauptberuflich macht und nicht nur so als Hobby, wie ich das mache. Ich hoffe, also es war jetzt kein Erklärvideo, sondern eher, ich bin echt fix und fertig, mir beim Schuften zugucken Video. Ich glaube, da hat der eine oder andere hat bestimmt noch irgendwie was Lehrreiches daraus
mitnehmen können bestimmt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, abonniert mich, liked das Video, kommentiert gerne, was ich besser machen könnte oder wo ihr sagt, hey, das geht gar nicht, was du da gerade gemacht hast. Gerne kommentiert. Ich bin ja kein Profi. Ich lerne jeden Tag dazu. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.